2 Spiele, 2 Siege, 4:0 Tore und ein Kylian Mbappé, der alles überragt. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid startet mit 6 Punkten aus den ersten 2 Spielen und setzt sich mit Villarreal und dem FC Barcelona an die Tabellenspitze der La Liga. In einem tollen Spiel von Real Madrid, in dem sie bis auf wenige Minuten das gesamte Spiel dominiert haben, gewinnt Real Madrid absolut verdient mit 3:0 gegen Oviedo durch 2 Tore von Kylian Mbappé und einem Tor von Vini Junior, der nach 10 Monaten zum ersten Mal wieder auswärts in La Liga trifft. Wurde ja auch Zeit. Ja, bei diesem Real Madrid steckt an allen Ecken und Enden die Handschrift von Xabi Alonso. Und sein Real Madrid hat wieder die Illusion im Madridismo geweckt. Viel Spaß beim Video. Real Oviedo 0, Real Madrid 3. Dieses Real Madrid hätte nicht besser in die neue Saison starten können. Und ich rede nicht nur über die Ergebnisse, ich rede vor allem über das Spielerische. Dieses Real Madrid ist dominant. Dieses Real Madrid ist aggressiv. Dieses Real Madrid presst, setzt den Gegner unter Druck. Und wie gegen Osasuna hatte Oviedo quasi kaum die Möglichkeit, aus ihrer eigenen Hälfte rauszukommen. Man sieht bei diesem Real Madrid die Handschrift von Xabi Alonso und das, obwohl Real Madrid sich quasi noch in der Vorbereitung befindet. Real Madrid, unsere Jungs, unsere Spieler etc. waren vor 4 Wochen noch an den Yachten und Stränden dieser Welt, waren da ihre kühlen Getränke am Trinken und jetzt haben sie gestern schon auf einem sehr hohen Niveau ein seriöses Auswärtsspiel gemacht. Und hauptverantwortlich dafür ist natürlich Xabi Alonso. Und das Ganze hat man gestern auch schon eine Stunde quasi vor dem Anstoß gesehen, als man die Aufstellung von Real Madrid gesehen hat. Xabi Alonso lässt seinem Ruf Taten folgen. Xabi Alonso hat rotiert. Und wie? 4 Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Osasuna. Rüdiger in der Innenverteidigung für Militao. Dani Carvajal für einen Trent Alexander-Arnold. Vorne die größte aller Überraschungen. Ein Vini Junior war quasi nach 4 Jahren zum ersten Mal wieder auf der Bank. Ein Rodrigo durfte für ihn spielen. Übrigens genau die Informationen, die ich euch im Laufe der Woche gegeben hatte, dass Rodrigo zu Xabi Alonso gesagt hat, setz mich bitte ab jetzt auf dem linken Flügel ein. Und rechts die nächste, etwas kleinere Überraschung, aber allen war sie irgendwie schon bewusst. Franco Mastantuono durfte zum ersten Mal starten für Real Madrid und das schon in seinem 2. Spiel. Auch da bestätigen sich die Informationen, die ich euch seit Wochen gebe, dass Franco Mastantuono gekommen ist, um ein wichtiger Spieler von Real Madrid zu sein. Ja, nach 2 Spieltagen kann man quasi schon sehen, was Xabi Alonso mit diesem Real Madrid vorhat. Real Madrid möchte die Spiele dominieren und sie möchte sie dadurch dominieren, dass sie dem Gegner keine Luft zum Atmen lassen. Sobald Real Madrid den Ball verliert, die Auftaktbewegung, um den Ball wiederzugewinnen. Es gab gestern Szenen, wo Spieler von Real Oviedo von 3 Madridistas umringt waren. Und das, obwohl eigentlich die kleineren Mannschaften, die versuchen durch Aggressivität und durch mehr Einsatz etc. irgendwie das Spiel gegen die großen Mannschaften auszugleichen. Aber ich habe immer das Gleiche gesagt. Wenn Real Madrid den gleichen Willen zeigt wie der Gegner, dann ist die Qualität der Spieler von Real Madrid nun mal größer und in der Regel wird Real Madrid die Spiele gewinnen. Und das konnte man gestern eigentlich schon quasi ab der 2. Minute sehen. Die 1. Minute, da hat Real Madrid fast einen Anstoßglitch, ein FIFA-Tor kassiert. Thibaut Courtois hat uns da noch gerettet, aber danach hat Real Madrid das Spiel in die Hand genommen. Es war eine Frage der Zeit, dass eine Torchance entsteht. Ja, und wie sollte es auch anders sein, dass ausgerechnet natürlich das Duo Arda Güler und Kylian Mbappé wieder zuschlagen. Der Türke mit einem tollen Pass, aber was Kylian Mbappé aus diesem tollen Pass macht,
ist absolute Weltklasse. Die Ballannahme in der Drehung, genau den Ball, da wo er ihn haben will, wo er auch gleichzeitig den Laufweg mit dem Verteidiger kreuzt, der nicht mehr in den Zweikampf kommen kann, und der eiskalte Abschluss der Franzosen. Ein tolles Tor von Kylian Mbappé. Und bevor die Proteste entstehen oder ich irgendwelche Kommentare lese, ich sehe es schon kommen, Aurélien Tchouaméni, ich zeige es euch hier, schaut genau hin, hat ganz klar den Ball gespielt. Also, das war ein sauberer Ballgewinn von Aurélien Tchouaméni. Arda Güler übernimmt den Ball, einen tollen Pass des Türken, der gestern übrigens einen kleinen Rekord gebrochen hat, aber dazu kommen wir gleich. Und der Abschluss von Kylian Mbappé zeigt, warum er zurzeit der Leader von Real Madrid ist. Ich habe es in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, dieser Kylian Mbappé ist anders als der Kylian Mbappé der letzten Saison. Letzte Saison ist Kylian Mbappé in die Mannschaft gekommen und wollte wohl nicht zu viel Krach machen. Es gab zu viele Gerüchte, er würde die Kabine kaputt machen, und da wollte er erstmal mit gesunkenem Kopf Fußball spielen, und er war nicht er selber. Und das hat man auch in der Performance in den ersten 2-3 Monaten letztes Jahr gesehen. Jetzt sehen wir Kylian Mbappé, wie er ist. Am Lachen, am Passen, am Rennen, sich anbieten, sucht Situationen, sucht natürlich auch Torabschlüsse. Und ich weiß, ich werde jetzt schon in den Kommentaren lesen, Kylian Mbappé ist zu egoistisch. Aber das habe ich damals auch überall schon über Cristiano Ronaldo gelesen. Aber Spieler wie ein Cristiano Ronaldo oder ein Kylian Mbappé, das ist ja kein Zufall, dass die 60, 70, wie viele Tore auch immer in einer Saison schießen. Das machen die nicht, weil die viel abspielen. Die machen auch keine 60 Tore, weil die 60 Mal aufs Tor schießen. Nein, die machen ihre 60 Tore, weil die 120, 130, 150 Mal aufs Tor schießen. Also diejenigen, die von euch erwarten, dass Kylian Mbappé jetzt zu einem Zinedine Zidane wird, der die Bälle rechts und links verteilt. Nein, das wird nicht passieren. Kylian Mbappé ist ein Vollblutstürmer, hat er gestern auch wieder unter Beweis gestellt, und das ist auch gut so. Ja, Real Madrid macht das 1:0, hat danach weiterhin alles im Griff. Real Oviedo hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn es zur Halbzeit 2 oder 3:0 steht. Und jetzt kommt eine Aussage, die ihr wahrscheinlich so nicht erwartet, aber ich sage euch meine ehrliche Meinung. Und zwar, ich habe ganz viel gelesen, dass das Foul an einem Antonio Rüdiger und vor allem an einem Franco Mastantuono klare Elfmeter für Real Madrid waren. Ich sehe das in beiden Fällen nicht so. Ja, ein Rüdiger wird ganz klar gehalten, aber er hätte den Ball nicht bekommen. Der war 2 Meter über seinem Kopf. So etwas ist bei Ecken gang und gäbe. Ich glaube, wenn die Schiedsrichter so etwas pfeifen wollen, können sie quasi bei jeder Ecke fast einen Elfmeter finden. Und auch bei einem Franco Mastantuono. Er wird gehalten, ja. Aber meiner Meinung nach gehen die Verteidiger genau bis an das Limit, wo es gerade noch irgendwie vertretbar ist. Also ich finde, es ist okay, dass der Schiedsrichter diese Elfmeter nicht gegeben hat. Dazu gibt es in der spanischen Liga anscheinend eine Revolution, und zwar möchte das VAR nicht so oft eingreifen in dieser Saison, möchte nicht so sehr Protagonist sein wie in den letzten Jahren, und das finde ich vom Prinzip her gut. Also meine Meinung zu den beiden strittigen Elfmetersituationen: Für mich ist das okay, dass der Schiri die nicht gepfiffen hat. Für mich ist es aber auch absolut richtig und okay, dass Aurélien Tchouaméni da bei dieser Aktion nicht zurückgepfiffen wurde. Also der Schiedsrichter hatte eine klare Linie, und das ist alles, was ich will. Ich will doch nur, dass Real Madrid genau die gleiche Linie bekommt wie der Gegner. Wenn jetzt der FC Barcelona noch die gleiche Linie bekommen würde, wäre ich ganz zufrieden, aber das Thema möchte ich jetzt nicht aufmachen, die Büchse der Pandora. Nein, wie dem auch sei, in der zweiten Halbzeit hat Real Madrid weiter Fußball gemacht, hatte das gespielt, hatte das Spiel unter Kontrolle, und dann hat Xabi Alonso meiner Meinung nach einen seiner ersten Fehler als Trainer von Real Madrid gemacht. In der 74. Minute bringt er einen Gonzalo Garcia, so weit, so gut. Vorher hatte er schon einen Vini gebracht für einen Rodrigo, einen Brahim für einen Mastantuono, und eigentlich lag auf der Hand, er wechselt Kylian Mbappé raus und bringt Gonzalo rein. Aber er hat Arda Güler rausgeholt für einen Gonzalo Garcia. Und ich sage jetzt nicht, dass es daran lag unbedingt, dass Arda Güler raus war. Aber man hat gesehen, dass der Spielmacher gefehlt hat. Derjenige, der die Kontrolle im Mittelfeld hatte. Ein Kylian Mbappé ist zurückgerückt auf die Position von einem Arda Güler. Aber ein Kylian Mbappé ist viel offensiver. Der arbeitet natürlich nicht so viel nach hinten, sorgt nicht so viel für Ballkontrolle. Und das waren die
10 Minuten mehr oder weniger, wo Oviedo auch durch den Rückstand gezwungen nach vorne Druck gemacht hat und sogar zu einem vernünftigen Abschluss gekommen ist. Der ist an den Außenpfosten gegangen, da hatte Madrid ein bisschen Glück. Doch kurz danach hat ein Xabi Alonso das auch schon irgendwann wieder korrigiert und hat einen Dani Ceballos für einen Kylian Mbappé gebracht, nachdem er noch ein zweites Tor gemacht hatte, um dann wieder mehr Kontrolle über das Spiel zu bringen. Aber es ist okay, ein Xabi Alonso muss auch die ersten Erfahrungen mit der Mannschaft machen und vor allem finde ich das auch gut, dass er seinen Fehler gesehen hat und schnell Dani Ceballos wieder reingebracht hat, damit Real Madrid wieder die Kontrolle übernimmt. Ja, im Endeffekt macht Real Madrid dann das 2-0. Vinicius Junior macht das 3-0, ein Tor, was mich sehr gefreut hat für den Brasilianer, denn er wurde komplett ohne Grund in Oviedo angefeindet. Vini Junior hat noch nie gegen Oviedo gespielt. Und er wird da empfangen, obwohl er auf der Bank war. Also der kann nicht mal provoziert haben, irgendwas. Wurde er beleidigt, wurde er ausgepfiffen. Es wurden ihm hier diese Ballon de Playa, diese Luftbälle da, wurden ihm provokant hingehalten. Und was ein Vini Junior gemacht hat, war genau das, was du machen musst. Du musst die Antwort auf dem Platz geben. Mit der tollen Balleroberung und dem Pass zu Kylian Mbappé auf das 2-0 hat er schon alles richtig gemacht. Aber das Karma wollte ihn nochmal belohnen und er macht selber das 3-0. Und ich finde da seine Reaktion zu dem Publikum auch okay. Wer austeilt, der muss auch einstecken können. Du kannst nicht vorher Vini beleidigen und jetzt so tun, als wenn du schwer getroffen wirst, weil Vini Junior zu dir sagt, was ist hier los und ihr steigt mal in die zweite Liga ab. Also, wie gesagt, finde ich die Reaktion von Vinicius absolut verständlich. Ja, kommen wir jetzt zu der Einzelbewertung der Spieler. Thibaut Courtois ist und bleibt der beste Torhüter der Welt. Der war gestern mehr oder weniger einmal gefragt, da stand es glaube ich schon 2 oder 3-0 für Real Madrid. Da hat Hassan, so hieß der Spieler von Oviedo, einen tollen Linksschuss gemacht. Thibaut Courtois war da, als man ihn gebraucht hat und ich sage immer wieder, als Torwart ist es unglaublich schwer, 90 Minuten quasi gar nichts zu machen und in der einen Aktion, wo du dann auf einmal gebraucht wirst, hellwach zu sein, aber das hat ein Thibaut Courtois mal wieder gemacht. Unsere Außenverteidiger Carreras und Dani Carvajal haben gestern einen tollen Job gemacht, haben in der Offensive für viel Unruhe gesorgt, vor allem Dani Carvajal hat mich natürlich gefreut nach seiner Verletzung. Er scheint wirklich wieder ohne Probleme dabei zu sein, hat 2, 3 böse Tritte bekommen, aber ist einfach wieder aufgestanden. Unser Dani Carvajal ist zurück. Álvaro Carreras, umso mehr ich von ihm sehe, umso mehr gefällt er mir. Was für ein Verständnis vom Fußball er hat, wie er in die Zweikämpfe geht, wie kopfballstark er ist. Also ein toller Fußballer. In der Innenverteidigung, Dienhausen und Antonio Rüdiger haben die Null gehalten, waren souverän. Hier und da hat Dienhausen auch mal einen Fehlpass gespielt, darf aber mal passieren. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wir können nicht von einem Dienhausen erwarten, dass er immer das Spiel eröffnet, immer Risikopässe spielt und dann nie was schief geht. Das ist also normal. Gutes Spiel von Dienhausen. Ja, und jetzt kommt der Spieler, der für mich, trotz der Leistung von Kylian Mbappé, für mich der beste Spieler gestern auf dem Platz war. Aurélien Tchouaméni. Was war das bitte für ein Spiel? Vielleicht das beste Spiel im Trikot von Real Madrid. Ich erinnere mich an 4, 5, 6 Tacklings. Der war überall, rechts, hinten, links, vorne. Er hat dafür gesorgt, wie gesagt, als Anker von Real Madrid, dass Oviedo keine Luft zum Atmen hatte. Ein richtig tolles Spiel vom Franzosen. Ich möchte das extra nochmal betonen, weil man lobt eher die Torschützen, die Assistgeber etc. Aber diese Drecksarbeit, die ein Tchouaméni erledigt, die macht er zurzeit besser als jeder andere Spieler auf diesem Planeten. Die anderen beiden Mittelfeldspieler, da hat Xabi Alonso den Motor von seinem Real Madrid gefunden. Arda Güler und Fede Valverde. Fede Valverde hat ein bisschen gedauert ins Spiel zu kommen, aber am Ende hat er noch ganz viele starke Sprints und Anläufe gemacht und man hat gesehen, welche Laufarbeit der Uruguayer gebracht hat. Aber auch da Piano, auch ein Fede Valverde befindet sich im Anfangsstadion der Vorbereitung auf diese Saison. Ja, und ein Arda Güler,
der sich immer besser an diese Position halblinks gewöhnt. Ich wollte noch, dass ein Xabi die tauscht, aber ich erinnere mich gestern ungefähr an eine Flanke an Franco Mastantuono an den zweiten Pfosten, die hauchscharf war. Und ich habe eine Statistik gelesen, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar hat Sofascore das gestern selber auf ihrem X-Account veröffentlicht. In den letzten 7 Jahren haben bei Real Madrid nur 3 Spieler 8 oder mehr Key-Passes gegeben, also entscheidende Pässe. Toni Kroos, Luka Modric und gestern Abend Arda Güler in 75 Minuten. Und jetzt kommt das Krankeste an der ganzen Statistik. Arda Güler hat in der ersten Halbzeit gestern in 45 Minuten 7 Key-Passes gegeben. So, keine Ahnung, ob es das schon mal in der Geschichte von Real Madrid gab. Also, tolle Performance von dem Türken, der auch belohnt wurde mit dem Assist zum 1:0. Ja, wenn wir in die Sturmreihe kommen, dann reden wir zunächst einmal über Rodrigo, der Neuling, der seine Chance haben wollte. Und ein Rodrigo war bemüht. Man hat ihn gesehen, links ist sein natürliches Habitat, die Dribblings, die Toraktion, die er gesucht hat. Er hat immer wieder was versucht. Und auch da sage ich, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also natürlich verliert er hier und da mal den Ball, wenn er in 4 Mann reindribbelt. Rodrigo hat es versucht, seine Performance war absolut okay. Und wenn das die neue Performance, das neue Gesicht ist von Rodrigo, kann er gerne mit Vini die linke Seite von Real Madrid unsicher machen. Oder besser gesagt, die rechte Abwehrseite vom Gegner. Rechts Franco Mastantuono und man hat gesehen, dieser Junge hat Feuer. Dieser Junge hat dieses argentinischen Kampfwillen, hat ein Xabi Alonso das genannt, das hat man gestern gesehen. Wie viel hat ein Franco Mastantuono bitte geackert? Wie oft ist er nach hinten gelaufen? Wie viele Balleroberungen hat er? Natürlich klappt auch bei ihm noch nicht alles nach vorne. Der Junge, der ist nicht nur in der neuen Liga, der ist in einem neuen Kontinent. Der ist mit 18 bei Real Madrid angekommen. Nach 2 Wochen darf er schon zum ersten Mal debütieren oder besser gesagt starten für Real Madrid. Ein absolut okayes Spiel. Es war noch nicht überragend, aber man sieht die Ansätze. Franco Mastantuono wird mal ein ganz, ganz großer. Hoffentlich sehr schnell. Und vorne im Sturm, Le Monsieur, Le Ballon d'Or, was soll ich sagen? Kylian Mbappé. Ich glaube, ich habe eben schon was gesagt. Der Kylian Mbappé, den wir uns alle wünschen, der Leader von diesem Real Madrid, der mal wieder 2 Tore gemacht hat, 3 Tore inzwischen in 2 Spielen. Ich habe gesagt, er wird im Laufe dieser Saison, wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er 60 Tore machen. Jetzt frage ich mich, ob ich nicht zu knapp kalkuliert habe. Also wieder ein tolles Spiel von Kylian Mbappé. Jetzt möchte ich auch noch was über die Einwechselspieler sagen. Vor allem über einen Vini und einen Brahim. Ein Brahim hat mir gestern richtig gut gefallen, als er reingekommen ist. Sehr flink, sehr flexibel. Man sieht allgemein, dass die Mannschaft im Vergleich zum Osasuna-Spiel einen Schritt weiter ist. Das hat ein Xabi Alonso auch angekündigt. Und meine Messlatte geht damit auch einen Schritt höher. Nächste Woche gegen Mallorca möchte ich eine noch bessere Performance sehen. Man sieht, die Mannschaft arbeitet Woche für Woche auch an ihrer konditionellen Fitness. Und auch ein Vini. Was soll ich sagen? Ein Vini Junior hätte gestern reinkommen können und hätte schmollen können oder was auch immer. Ein Vini Junior ist reingekommen, das ganze Stadion hat ihn ausgebuht. Kein Mensch weiß warum. Und er kommt, erobert sich den Ball selber, rennt aufs Tor, lässt Kylian Mbappé bei einer 100%igen Chance. Und danach, wie gesagt, wird er sogar selber noch belohnt, indem er das 3:0 macht. Und eine Aktion ist auch geil. Als Vini Junior das Tor macht oder den Assist gibt, wird er mit einer Flasche beworfen, wird beleidigt. Es hörte sich auch rassistisch ein bisschen an, bin ich ganz ehrlich, aber ich möchte jetzt keine Gerüchte in die Welt streuen. Das Problem ist, Mono heißt Affe und Tonto heißt Dummkopf und es ist sehr nah aneinander, aber Oviedo wird natürlich sagen, die Fans haben Tonto gesagt. Es spielt auch keine Rolle. Aber ein Vini Junior wurde unter anderem mit einer Flasche beworfen. Und als er sich bei The Burgos Bengochea beschwert hat, hat er ihm so getan, als wenn er nichts hören wollte. Ja, wie dem auch sei, es ist dieses lustige Bild entschieden, wo Kylian Mbappé quasi Vini den Mund zuhält und sagt, wow, was hast du denn gerade hier gesagt? Aber das sind doch die Momente, wo man sieht, dass es keinen Streit gibt zwischen Mbappé oder Vini. Das zeigt doch, dass die sich gut verstehen. Also, wie dem auch sei, lasst euch auch da keine Gerüchte einreden. Tolle Stimmung auch zwischen einem Kylian Mbappé und einem Vini Junior. Ja,
Das war mehr oder weniger, was es zum Sieg von Real Madrid zu sagen gibt. Jetzt bin ich gespannt, wie hast du das Spiel gesehen? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Und wenn du schon mal da bist, kannst du dieses Video doch gerne liken, teilen, ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Und ich schlage vor, wir sehen uns morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin.